Hallo liebe Modellauto-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch ein brandneues Modell von der Firma Norrif im Maßstab 1:18 vor. Wie ihr sehen könnt, ein 4er Golf GTI, ja, in dieser schönen silbernen Farbe. Das ist die Verpackung, ja, Norrif typisch, hier mit den Sichtfenstern, ganz klassisch. Und wir packen den Wagen jetzt aus. Und wir schauen uns direkt mal die Front an. Wie gesagt, der Wagen ist ganz neu. Ich habe gedacht, ich bestelle mir mal einen. Und wir schauen uns mal, wie gesagt, die Front erstmal an. Und natürlich Golf-typisch, relativ unaufgeregt. Ja? Also, wenn ihr genau hinguckt, die Front sieht dem Golf 3 immer noch sehr ähnlich. Und man kann sogar, meiner Meinung nach, hier in diesem Vorgänger auch sogar schon den Golf 5 erkennen. Ja? Also hier Klarglas-Scheinwerfer, sieht sehr gut aus, wirklich sehr detailliert. Ne? Das hat man auch gut gemacht. VW-Logo, Kühlergrill. Sieht alles in Ordnung aus, hier unten auch. Ne? Schauen wir mal direkt in den Motorraum rein. So. Und wir können sehen, es ist doch ordentlich gemacht. Ja. Der GTI-Motor, ja, V5 mit dem VW-Logo und hier entsprechend die Einfülltanks, ja, Wischwasser, Kühlflüssigkeit und so weiter. Kann man nichts sagen. Ne? Auch hier die roten Streifen für GTI. Also das ist in Ordnung. Ne? Das kann man durchaus machen. Schauen wir uns die Seite an. Wie gesagt, Golf-typisch. Außer in dem Fall, weil es ein GTI ist, der hat natürlich besondere Felgen. Sehen meiner Meinung nach auch sehr gut aus. Erinnern mich so ein bisschen an diese BBR-Felgen, falls ihr die kennt. Die kennt ihr bestimmt. Also passen sehr gut zu dem Fahrzeug, finde ich. Und was bei Golf natürlich auch so markant ist, ist natürlich diese große Einstiegstür für den Fahrer und den Beifahrer natürlich. Ja, hier haben wir in dem Fall nur die dreitürige Version. Norrif hat bis jetzt nur 3 Türen gemacht. Ich weiß nicht, ob sie noch vorhaben, 4 zu machen. Ich hätte es besser gefunden, wenn es noch 4 Türen gibt, aber naja, kann man halt nicht alles haben. Ne? Und schauen wir uns das Heck an. Ja, hier, wie gesagt, das ist ja auch so golftypisch. Ja, die C-Säule, die Form und also das Heck. Auch wieder sehr unaufgeregt. Klare Designsprache meiner Meinung nach trotzdem. Hier kann man lesen, Golf GTI, VW-Logo, ist in alles durchdacht worden. Auch hier unten der Türgriff für den Kofferraum. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns natürlich gleich mal den Kofferraum an. Ich hoffe, ich kriege den so einfach auf. Ja, mit Handschuhen natürlich nicht so einfach, aber ich habe es hingekriegt. Und wir schauen uns hier erstmal um. Können natürlich nicht so viel erwarten, ist ein Kofferraum. Der ist leider nicht ausgekleidet mit Teppichimitat, ja. Das ist schade, dafür hat er hier die Hutablage. Optimal wäre es noch gewesen, wenn die Hutablage hochgehen würde, wie mit der Kofferraumklappe, sodass hier die Schnüre verwendet werden, sodass hier die Schnüre quasi noch mit dran werden, aber naja. Kann man trotzdem machen, würde ich sagen. Und wir schauen uns natürlich gleich mal den Innenraum an. Und ich hoffe, ihr könnt das alles erkennen. Ist meiner Meinung nach ganz gut gemacht worden. Hier unten im Teppichraum, ja, das ist mir sofort aufgefallen, befindet sich Teppichimitat. Ja, also es ist beflockt. Das hat mich sehr positiv überrascht. Muss ich also Norrif hier einen dicken Pluspunkt geben. Hätte ich nicht erwartet, für den Preis ist das durchaus in Ordnung. Ja, also da war ich wirklich recht baff, beziehungsweise überrascht und ja, kann man durchaus machen. Ne? Hier nochmal die Beifahrerseite. Also insgesamt wirklich, ja, detailliert umgesetzt worden. Ich hätte es hier begrüßt, sag ich mal, mit einer hellgrauen Ausstattung, ja, von der Farbe im Innenraum. Aber naja, hier könnt ihr es nochmal richtig sehen. Also ist schön gemacht, auch im Heck, ne? Oder Formbereich, besser gesagt. Ist halt ein Golf, ne? Ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Hier die Tür auch eigentlich gut gemacht, finde ich. Sicher hätte man, wie gesagt, noch im Kofferraum die Beflockung vornehmen können, aber naja, für den Preis geht das schon in Ordnung, finde ich. Kann man machen. Ja Leute, was sagt ihr zu dem Modell? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht den Daumen, abonniert mich und drückt natürlich auch die Glocke. Ja, ich sehe immer noch, dass einige nicht die Glocke gedrückt haben und auch nicht abonniert. Holt das nach. Ihr wisst, der Algorithmus ist sehr streng in YouTube. Und jetzt könnt ihr im Anschluss noch hier ein Video sehen, auch von einem Golf, ja, in dem Fall 2er Golf, auch von Norrif. Das habe ich unlängst vorgestellt und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.